Herzlich willkommen in Kaltenkirchen. Da fand nämlich dieses Jahr wieder mal die Steinhanse statt, eine der größten LEGO-Ausstellungen Deutschlands. Und das Schöne ist, Kaltenkirchen, wo das stattfand, das ist nördlich von Hamburg und ist auch damit nicht so weit weg von Kiel. Ja, wer diesen Kanal öfter schon gesehen hat, auch in den letzten Jahren, wird von der Steinhanse natürlich auch schon öfter was gesehen haben. Insbesondere begleite ich das ganze ja schon mehr oder weniger seit den Anfangstagen und durfte unter anderem auch schon bei der ersten Steinhanse vor über 10 Jahren dabei sein. Ja, hat sich viel entwickelt seitdem und wie wir auch sehen, gab es dieses Jahr erneut viele schöne große Modelle. Wir sahen da gerade eben schon ein großes Schiff. Wir sehen hier eine große Harry Potter Welt und wir sehen das Ganze in VR180 3D. Das bedeutet, für die meisten, die das jetzt hier auf YouTube gucken, ganz normal bei mir auf dem Kanal, ja, die müssen sich ein bisschen bei diesem Video umgewöhnen, weil je nachdem, entweder wenn sie es mit dem Handy gucken, können sie sich jetzt mit dem Handy hier so ein bisschen umgucken, können auch reinzoomen, oder wenn man das dann auf dem PC guckt, dann kann man mit der Maus da so ein bisschen hin und her fahren. Idealerweise guckt man das Ganze mit einer VR-Brille. Als ich damit mal vor Jahren angefangen habe, solche Videos aufzunehmen, eigentlich sogar in relativ guter Qualität, nämlich in 8K, ja, da sah das noch so aus, als wenn das mit den VR-Brillen ein ganz großes Ding werden würde. Hat sich nicht ganz so durchgesetzt bisher, macht aber nichts. Man kann es wie gesagt ja auch in 2D gucken und wer dann doch so eine Brille hat, hat dann hier die Chance, tatsächlich ein bisschen mehr dabei zu sein an dem, was dort in Kaltenkirchen denn in diesem Fall passierte. Dass da so gar nichts in der Halle los ist, das liegt nicht daran, dass das Interesse an solchen Lego-Ausstellungen jetzt irgendwie geschwunden wäre. Ganz im Gegenteil, es war proppenvoll am 11. und 12. April 2026, wie mir auch Freunde berichtet haben, die dann da waren. Aber ich durfte wieder mal am Abend vorher ein bisschen filmen. Deswegen waren auch noch nicht alle Modelle bzw. alle Mocks von Lego-Enthusiasten dort vollständig schon aufgebaut. Aber es ergab sich dadurch eben auch die Möglichkeit zu filmen, ohne dass da jetzt zu viele Menschen und insbesondere auch Kinder drumherum stehen, und hilft mir ein wenig dann das Blurren zu vermeiden. Und man hat, finde ich, einen sehr guten Eindruck hoffentlich, und ich kann auch noch ein bisschen näher ran, was natürlich bei so Andrang dann in der Regel nicht der Fall wäre. Was mein Fall war auf jeden Fall hier diese Eisenbahn. Ja, keine Lego-Ausstellung, ohne dass nicht irgendwo Eisenbahnen durch die Gegend fahren, zumindest bei uns hier in Deutschland. Aber diese Winterlandschaft, inklusive, man sieht es da oben, sich drehendem, um den Berg fliegenden Weihnachtsmann. Ja, heute schon an Weihnachten denken. Ja, das Ding fand ich cool. Es gab dann auch an diesem Aufbautag die Möglichkeit, sich das Ganze noch ein paar Minuten dann im Dunkeln anzusehen. Dass gerade dieses Modell auch ganz schön war, dass es ein paar Beleuchtungselemente hatte, wenn es denn auch draußen dunkel wurde. Das ging auch nur an diesem Aufbautag. Das heißt also eher für die dann an der ganzen Ausstellung mitgewirkt haben, und für eine kleine Gruppe, die die Möglichkeit hatte, gegen Geld vorab sich dann die Ausstellung anzusehen und dann auch eine Führung bekam mit Erklärungen. Das bietet die Steinhanse jetzt schon seit einigen Jahren an und ist, glaube ich, auch immer sehr beliebt. Zumindest die da waren, glaube ich, ganz angetan davon, in Ruhe und mit Sachverstand dann die Sachen gezeigt zu bekommen. Da sehen wir auch schon, wie es ein bisschen beleuchtet ist, und ja, ich mag Eisenbahnen, und das ist, glaube ich, so eine kulturelle Geschichte auch und vielleicht auch eine Altersgeschichte. Deswegen auch Lego, vermute ich mal, das Thema immer mal so behandelt. Aber ja, schön, dass es auf jeden Fall auf solchen Ausstellungen immer wieder dann auch für Bewegung sorgt. Jo. Ansonsten sehen wir das Ganze hier in einer Sporthalle. Wir sehen hier große Gebäude und ich gehe sie jetzt auch alle mal ab, wobei es auch viele kleine Modelle sind, wie wir auch gleich sehen werden. Der Technikbereich, der war eben im Aufbau noch nicht vollständig. Also das sehen wir nachher auch, dass da hier und da noch, ja, man noch sozusagen in der Findungsphase war für diesen Nachmittag. Da war am nächsten und am übernächsten Tag viel mehr Action dann. Aber nun gut, das freut und leid eben, wenn man die Möglichkeit hat, sowas am Vorabend zu filmen, ist dann eben auch verbunden. Ich denke mal, dass ich hier gar nicht so viel quasseln muss, sondern übergebe sonst euch einfach die Regie, weil ihr könnt euch ja umgucken, und die Möglichkeit, jetzt in Ruhe sich alles anzuschauen. Mit Ruhe ist auch gemeint, dass man keine schnellen Schnitte jetzt hier hat, weil es ist eben auch für eine VR-Brille gedacht. Und da sind schnelle Schnitte nicht der Hammer, weil man dann irgendwann so ein Grummeln in der Magengegend spüren könnte. Ja, und deswegen eher was Grusames zum Gucken. Ja.
wenn man das jetzt mit YouTube schaut, ganz normal, was dann 2D eben auch möglich ist, sagte ich ja schon, dann kann man natürlich auch einfach hier und da mal ein bisschen skippen. Bei DeoVR gibt es das Ganze übrigens auch, weil die Qualität bei YouTube immer so ein Glücksspiel ist, ob man die vollen 8K wirklich zu Gesicht bekommt. In der Regel ist das nur mit einer Quest von Meta möglich. Bei DeoVR, wenn man das dann sucht, und da werde ich es auch ohne Monetarisierung reinstellen, da kann man dann die vollen 8K sich auch wirklich angucken. So, dann spiele ich jetzt ein bisschen GEMA-freie Musik. Eigentlich finde ich es auch mal schöner, wenn man da so ein bisschen den Originalton im Hintergrund hat. Aber da durchaus das ein oder andere gesprochene Wort dabei sein könnte, na, dann bin ich da mal aus Datenschutzsicht ein bisschen vorsichtiger. Und jetzt viel Spaß und wir sehen und hören uns. Spätestens auf der nächsten Steinhanse. Aber da gibt es sicherlich noch vorher Gelegenheiten. Bis dann und viel Spaß. Tschüss.